Saji Peki Joji Medoja Ria Blishini Degendadi Sange Jindu Mite Jokinanda Jina Jevarashu Om Idam Guru Radha Mandara Kambiya Tayami Janju Bada Dagi Gyatsuchi Dagi Chudyagi Vesunamki Dola Benje Sangye Jubarashu Danzoki Chonama Janju Bada Dagi Gyatsuchi Dagi Chudyagi Vesunamki Dola Benje Sangye Jubarashu Dagi Chonama Janju Bada Dagi Gyatsuchi Dagi Chudyagi Vesunamki Dola Benje Sangye Jubarashu我需要你全部接完了，可是他你全部是你的，现在接完了，真听完了，你要可是他，老强过呀，你全部接完了呀，现在老强个，当多样，可是老强个真的要的是，老强结果真的要的是。 In order to develop compassion, it's necessary to purify and train the mind and the heart. Mitgefühl entwickeln zu können, ist als Voraussetzung nötig, den Geist zu reinigen und das Herz. The definition of compassion is the attitude with which you wish to everybody to be free from all their problems and unhappiness. Die Definition von Mitgefühl ist, es ist der Wunsch, mögen alle Wesen frei sein von Leiden, von Problemen. The attitude with which you wish everybody to be happy is called love. Die Haltung, mit der wir allen Wesen Glück wünschen, nennen wir Liebe. The reason why we don't have these attitudes of wishing everybody to be happy and nobody to have any problems is because we don't have an equal attitude towards everyone. Warum haben wir nun diese Haltung des Wunsches, dass alle Menschen glücklich sein mögen und dass alle Menschen frei sein mögen von Leid, alle Wesen frei sein mögen von Leid? Warum haben wir diese Haltung nicht? Wir haben sie nicht, weil wir nicht diese Haltung der Gleichmut in uns haben. This is because towards enemies we feel hostility and anger, and towards friends and relatives we have attachment and infatuation. Wir haben gegenüber Feinden empfinden wir Abwehr und Abneigung und gegenüber Freunden oder unserer Familie empfinden wir Abhängigkeit und eine starke Zuneigung. Now, in order to overcome your attachment, you should realize that attachment is involved with an infatuated type of desire and attachment, and this is something which is very destructive and builds up a great negative potential. Abhängigkeit also hat dazu Voraussetzungen oder beinhaltet ein sehr stark überzogenes Verlangen bezogen auf andere und it's something which is destructive to be so infatuated with someone and attached and desirous. And it builds up a great negative potential. Und das ist sehr zerstörerisch, eine sehr zerstörerische Haltung und sie schafft ein sehr großes negatives Potenzial.
And if you are hostile towards an enemy, then you become angry and you develop hatred, and this as well develops a great deal, brings about a great deal of problems. Wenn wir uns feindlich verhalten gegenüber anderen Wesen, dann entwickeln wir sehr viel Ablehnung und Abneigung, und das schafft wiederum ein sehr großes negatives Potenzial. 저는 굉장히 차방으로 전 바까 따로 인간 받지 버렸어. 달라는 때는 배시다가 공동이야. 인간의 시다가 차방으로 근데 그로 인간 받지 보고 그랬어. So it's necessary to overcome these extreme attitudes and feelings of attachment and hostility, and to develop an equal attitude towards others, in which you don't feel hostile and angry towards those you consider enemies, and you don't feel attached towards those you like and consider your friends. Es ist also sehr wichtig, dass wir diese überzogenen oder übertriebenen Haltungen von Feindseligkeit gegenüber denen, die wir als Feinde betrachten, und Abhängigkeit gegenüber denen, die wir als Freunde betrachten, abzubauen, und eine Haltung, eine gleichmütige Haltung, eine Haltung der Gleichheit gegenüber allen Menschen zu entwickeln, sodass wir eben Feinde nicht mehr mit Abneigung bedenken und Freunde nicht mehr mit Abhängigkeit. 대를 맞서나 줄로 메뉴부터 가려서 그 통일을 파편단들 야 로직기 그랬어. And another reason why we don't have an equal attitude towards everyone is because it's only when people help us that we have the wish to help them back. Ein anderer Grund, warum wir keine gleichmütige Haltung oder keine gleiche Haltung gegenüber allen haben, ist der, dass wir nur dann Zuneigung zu anderen empfinden, wenn sie uns helfen. denn die Gründe 가려서 zu 펜토인 같은 근데 디 파펜 단도 그렇게 zu 펜토인 근데 디. And the only reason why we want to help anybody is only because they've done something nice to us and helped us. Und der einzige Grund, warum wir anderen helfen wollen, ist der, dass sie uns vorher geholfen haben und nett waren zu uns. denn ja toll 한을 계약 삼 용구리 근데 가르쳐니 우리는 출면 계약인가 대선 근데 대용. And the reason why we want to hurt an enemy, why we feel angry and wish to hurt them, is because they have hurt us in some way. Und der Grund, warum wir uns feindselig gegenüber anderen verhalten und warum wir sie verletzen wollen und ihnen Übles zufügen wollen, ist, dass sie uns vorher verletzt haben und Negatives zugefügt haben. 다들 삼것도 안 되다 나라 뇌견이 있지 팬통이 팬은 가야면 되지 무슨지 늘 삼당 So the way to learn to handle this situation is to think of three persons in front of you, one who has helped you, one who has hurt you very much, and someone who is a stranger who has neither helped you nor harmed you. Die Art, wie wir jetzt darüber meditieren sollten, ist, wir stellen uns drei Personen vor uns. Die eine Person hat uns geholfen, die andere Person hat uns Leid zugefügt, hat uns verletzt, und die dritte Person ist uns gleichgültig. So when you doing set sometime do that. Yes. Nirvan Chengen Kranzo. Doing sometime. That taking some down over. The never thing partner care some to cover. Pentang do some to cover. I am meeting at the time which covers. This is soon set. And you should look at the feelings that arise when you think of these three persons in front of you. The person who has helped you, you feel like doing something nice for them, you feel like helping them. The person who has hurt you, you feel like hurting them back. And the person who has neither helped nor harmed you, you feel total indifference towards, and you wish neither to hurt or harm the person. You just have no feeling for that person. Und wir sollten dann die Gefühle betrachten, die in uns aufsteigen, wenn wir diese drei Personen betrachten. Die Person, der wir verhaftet sind, die wir als unseren Freund betrachten, da entsteht das Gefühl, dass wir ihr helfen wollen, ihr Gutes zufügen wollen.
Der Person gegenüber, die wir als unseren Feind betrachten, da entsteht das Gefühl, dass wir ihr wehtun wollen, dass wir uns abgrenzen wollen. Und der Person gegenüber, die uns gleichgültig ist, da ist ein Gefühl der Gleichgültigkeit, das heißt, wir wollen ihr weder helfen, noch wollen wir sie verletzen. So if you look at the type of attitudes that we have, it's namely an attitude of favoritism. We play favorites in terms of who we wish to help. Wenn wir also unsere Haltungen anschauen, die wir gegenüber anderen haben, so stellen wir fest, dass wir Leute bevorzugen, nämlich die, die uns Gutes getan haben. So you should consider two persons, one who has hurt you very deeply yesterday and today has helped you a great deal, and another person who has helped you a great deal yesterday but hurt you very deeply this morning. And you should consider which one do you wish to help and which one do you wish to hurt. Wir sollten uns also zwei Personen vorstellen. Die eine Person hat uns gestern ungeheuer verletzt und heute Morgen sehr viel Gutes getan. Und die andere Person hat uns gestern sehr viel Gutes getan und hat uns heute sehr stark verletzt. Und dann sollten wir überlegen, welcher Person wir Gutes zufügen wollen und welche wir verletzen wollen. If you're going to help this person who helped you yesterday, well, this person hurt you this morning, didn't he? Wenn wir der Person helfen wollen, die uns gestern Gutes getan hat, immerhin hat sie uns heute verletzt. And if you wish to hurt the person who hurt you yesterday, well, didn't he help you this morning? Und wenn wir die Person verletzen wollen, die uns gestern verletzt hat, hat sie uns heute nicht geholfen? So you should consider how you have these ideas of people, that you imagine that people are your true enemies and that they always hurt you and that's the way that they always are. They're sort of out there trying to get you all the time. Or you think of people as being these wonderful persons who always help you all the time and they're out there just constantly wanting to help you. And if you think about how you view things in such concrete categories and realize that this is really not so, then this will help you to equalize your attitude towards others. Wir sollten also genau zuschauen oder genau schauen, was für Haltungen wir haben. Wir glauben wirklich an aus sich selbst heraus existierende Feinde, die irgendwie da draußen sitzen und uns dauernd schaden wollen. Und wir glauben genauso an aus sich selbst heraus existierende, wirkliche, permanente Freunde, die die ganze Zeit da sitzen und nur darauf warten, uns helfen zu können. Wir sollten sehen, dass wir die Wirklichkeit mit solchen Kategorien, mit solchen soliden, konkreten, festen Kategorien anschauen. Und wenn wir sehen, dass es einfach nicht so zutrifft, dann hilft es uns vielleicht, den Geist auszugleichen oder gleich zu machen gegenüber Menschen, gegenüber den Wesen. And if when you consider someone who is a stranger, who has neither harmed nor helped you during this lifetime, and you consider how you feel total indifference towards this person, and you don't feel like have any feelings towards either helping or hurting this person, you should consider how it is quite possible that in the future this person might help you a great deal. Und wenn wir den Fremden betrachten oder denjenigen, der uns gleichgültig ist, dem gegenüber wir weder das Gefühl verspüren, ihm zu helfen, noch ihm weh zu tun, da sollten wir uns überlegen, dass es sehr wohl möglich sein könnte, dass diese Person in Zukunft uns große Hilfe gibt.
침부터 용해지고 그랬어. It's quite possible that someone who you never thought could help you at all could turn out to be someone who gives you a great deal of help. Es könnte sehr wohl sein, dass eine Person, von der wir angenommen haben, dass sie uns niemals helfen würde, uns plötzlich eine sehr große Hilfe erweist. 양편 그 침부 토우 레슨데 토비 잡아요 말이스. 양편 침부 토우 레슨데 편 토비 잡아요 말이스. And likewise, it doesn't follow that someone that you consider is going to give you a great deal of help, that they're going to help you at all. Und es könnte genauso sein, dass jemand, von dem wir erwarten, dass er uns große Hilfe erweist, uns überhaupt nicht hilft. 간단나요. 근데 나랑 좀 심지어 판제가 나랑 좀 배편 토벌이 요래. 승관의 편만부터 더도의 편 침부터 용미시지 지요래스. In any case, you should try to realize that everyone has somehow helped you in the past and is helping you now and can help you in the future. Wir sollten verstehen, dass jede Person uns einmal in der Vergangenheit geholfen hat, uns jetzt helfen kann und in der Zukunft uns helfen wird. 오늘 답해 근데 이 탐제 펜톱을 요인 뇌 지금 누가 선별로 기기를 봤으나 이 요래 무슨 경계 요래. But you might object and say that, well, you say that everybody is always helping you, but isn't it the case that sometimes people hurt you? Wir könnten da Widerspruch einlegen und sagen, das klingt jetzt so, als ob alle Leute uns dauernd helfen würden, aber die Wirklichkeit ist nicht so. But it's true that some people might hurt you, but if you look at it, the amount of help that they give you is far greater than any harm that they might cause you. Es ist nun so, dass auch wenn sie uns einmal verletzen mögen, so ist doch die Hilfe, die sie uns erweisen, so übertrifft diese Hilfe, die sie uns erweisen, bei weitem das Leid, das sie uns zufügen. And furthermore, when they hurt and harm you, you can actually be benefited a great deal by that harm. Und wenn sie uns verletzen, so können wir großen Nutzen ziehen aus der Verletzung, die sie uns zufügen. For instance, you could look at my own case. My country was attacked and taken over, so a great deal of harm was caused to us. But this has become a circumstance for me to be able to travel like this to many countries throughout the world and meet with people like you. So actually this harm has turned out to be of good. Nehmen wir doch meinen eigenen Fall. Mein Land wurde von einer fremden Macht eingenommen und es wurde unserem Volk sehr großen Schaden zugefügt. Aber auch dann hat dies als Ursache dafür gewirkt, dass ich jetzt in der Lage bin, in den Westen zu reisen, viele Länder zu besuchen, sie hier zu treffen. Und das heißt, da ist sehr viel Nutzen daraus erwachsen. Furthermore, when somebody is causing you great harm and is hurting you, this gives you an opportunity to practice patience and tolerance, and by means of perfecting an attitude of patience and tolerance, you can actually become enlightened. This is part of the process that is necessary. Und wenn andere uns großes Leid zufügen und uns sehr verletzen, so gibt uns das die Möglichkeit, Geduld und Toleranz zu praktizieren. Und die Vervollkommnung von Geduld und Toleranz ist die Voraussetzung oder ist eine Möglichkeit, Erleuchtung zu erlangen. When Atisha went to Tibet, he brought with him an extremely obnoxious and annoying Indian attendant. Als Atisha nach Tibet ging, brachte er einen sehr unangenehmen und widerwärtigen Diener mit sich.
And people said, why do you bring someone so annoying like this that just makes everybody so angry? And Atisha said, no, this is the person with whom I always need to practice patience and tolerance. Und man fragte Atisha, warum bringst du denn einen solch unangenehmen und also unmöglichen Menschen mit, der allen Leuten immer nur auf den Geist geht? Und Atisha sagte, er ist sehr notwendig für mich, denn mit ihm praktiziere ich die ganze Zeit Geduld. Then there must be another to touch in the tell Papa never get some to stand with it. Then not he to marry him, the dance this. If when we have various enemies and we feel great anger and hostility towards that enemy, then and wish to hurt them, if it were the case that nobody ever was going to die, then that would be one thing. Wenn es nun so wäre, dass wenn wir unseren Freund, also unseren Feind also verletzen wollen, wenn es nun so wäre, dass die Menschen nie sterben würden, so wäre da ein Sinn darin zu sehen, dass wir andere verletzen. But if our enemy, for instance, were going to be executed tomorrow, if it was certain he was going to die tomorrow, then there would be no point in trying to hurt him tonight. Aber wenn unser Freund exekutiert würde oder zum Tode verurteilt würde, was wäre dann der Sinn darin, ihn heute Abend zu verletzen? And likewise, if you yourself were going to be executed this evening, what would be the point in going around and hurting and harming people now? Und wenn wir heute Abend exekutiert werden würden, was wäre dann der Sinn darin, wenn wir herumgingen und anderen Schaden zufügten? So there are many things to think about. Another point is to think if there were 10 hungry persons who came to your door, all of them would have an equal right to be fed. All of them are equally hungry. Es gibt viele Arten und Weisen, darüber nachzudenken. Eine andere Möglichkeit, darüber nachzudenken, ist, wenn 10 hungrige Personen an unsere Tür klopfen würden, so hätten alle 10 das gleiche Recht, ernährt zu werden und Essen zu bekommen. And likewise, if there are 10 sick persons, all of them have the equal right and need to be given medicine and be treated. In gleicher Weise, wenn 10 kranke Personen daherkämen, so hätten alle 10 das gleiche Recht und das gleiche Bedürfnis, geheilt zu werden, Medizin zu erhalten. And you should really consider very carefully how, just as you want to be happy and you don't like to have unhappiness and problems and to suffer, absolutely everybody else feels exactly the same way. Und wir sollten auch daran denken, dass genauso wie wir das Recht und den Wunsch haben, glücklich zu sein, dass jedes andere Wesen das gleiche Recht und den gleichen Wunsch hat, glücklich zu sein. And furthermore, there's no certainty of status of people. It's not so that people are always your friends and always your enemies. You could see how just a few words can change your best friend into an enemy for you. All they have to do is say something that hurts you, and then immediately they're your enemy. And likewise with someone that you can't stand, it's quite possible that with a small circumstance they can become a very dear friend for you.
that you can't even bear to be away from them for an hour or two. And so in this way you should consider how there's no certainty and how friends can become enemies and vice versa. Auch sollten wir daran denken, dass alle Bedingungen sich dauernd verändern, dass es keine Sicherheit, keine Gewissheit gibt. Es kann sehr wohl sein, dass jemand, den wir jetzt als unseren Freund betrachten, ganz schnell zu unserem Feind wird. Er braucht nur etwas zu sagen, was uns sehr verletzt. Und genauso kann es sein, dass jemand, den wir jetzt als unseren Feind betrachten, plötzlich zu unserem Freund wird, indem er uns etwas sehr Nettes erweist, sehr lieb ist zu uns. Und er wird dann zu einem solchen Freund, dass wir es nicht mehr ertragen können, für einige Stunden von ihm getrennt zu sein. Und so sollten wir daran denken, dass es in dieser Hinsicht keine Sicherheit, keine Gewissheit gibt, dass Freunde zu Feinden werden können und Feinde zu Freunden. We always think of in these very strong concrete categories of self and others as if they were these really concrete categories. But if that were so, then the Buddhas themselves would have seen the world in terms of these concrete categories, and they didn't. Wir halten so sehr an unseren konkreten, soliden Konzepten von selbst und anderen fest, aber wenn das wirklich so wäre, dann hätten auch die Buddhas die Welt in diesen Kategorien gesehen, aber das sahen sie nicht. We can see an example from the life of the Buddha. The Buddha had a cousin called Devadatta, and Devadatta always was trying to hurt him. He would do things like throw rocks and often try to compete with the Buddha. Es gibt da eine Geschichte aus dem Leben des Buddha. Buddha hatte einen Vetter, dessen Name war Devadatta, und Devadatta versuchte immer, dem Buddha Übles zuzufügen. Er warf Steine nach ihm und versuchte immer, mit ihm zu wetteifern. Denn Sanje kusu topchim shirayo, sungan chomong busabe. Kusu topchim shirayo. And the Buddha himself was someone who had an extremely strong physical constitution as a result of all the positive potentials he had built up in the past. Und der Buddha selbst war nun eine Person mit einer sehr guten körperlichen Verfassung, die resultierte aus den vielen positiven Potenzialen, die er in der Vergangenheit angehäuft hatte. And whenever the Buddha would need to take any medicine or medication, he would have to take an extremely strong dose in proportion to the fact that he was such a strong person, had such a strong physical constitution. Wann immer Buddha eine Medizin nahm, dann nahm er eine sehr große Portion, eine sehr starke Portion, eine sehr starke Dosis ein, im Verhältnis zu seinem starken, großen Körper. And likewise, the cousin Devadatta felt that he had to compete with the Buddha, and that he should receive the same type of dose of medicine and same strength as his cousin, because he felt that he was as strong as his cousin, the Buddha. Und Devadatta wollte wetteifern mit Buddha, indem er Anspruch erhob auf die gleiche Dosis an Medizin, da er genauso einen starken Körper haben wollte wie Buddha und auch glaubte, einen solchen zu haben. And the doctor told Devadatta that you aren't as strong as your cousin, the Buddha, and you really can't take such a large dose of medicine that it will harm you and make you sick. Und der Doktor sagte zu Devadatta, es ist nicht möglich, dass ihr die gleiche Dosis von Medizin zu euch nehmt wie euer Cousin. Ihr habt nicht die gleiche körperliche Verfassung wie er, das ist zu stark für euch. But Devadatta kept on insisting. He said, no, I'm just as strong as the Buddha,
and I can take the same kind of dose as he took. And so the doctor finally had to give in, and he gave him just a stronger dose than what he would usually recommend for ordinary people. Und, aber Devadatta war sehr hartnäckig und bestand darauf, die gleiche Dosis zu erhalten wie sein Vetter, der Buddha. Und schließlich musste der Dr. Klein beigeben und nachgeben. Und er verordnete ihm oder er gab ihm eine Dosis, die lediglich etwas stärker war als die, die er normalerweise für normale Menschen nehmen würde. So Devadatta took this large dose of medicine, and it completely disagreed with him and made him deathly sick. He was almost about to die. Und Devadatta nahm also diese große Dosis Medizin und er konnte sie überhaupt nicht vertragen und er wurde sehr krank und war nahe daran zu sterben. And so the Buddha went to see his cousin, and he said, I have my own son Rahula, and you, my cousin Devadatta, are always throwing rocks at me and trying to hurt me, but I have no favoritism among you. I have exactly equal attitude towards both of you. And he said, by the truth of my statement, may you be cured. And he laid his hand on the head of his cousin, and his cousin was cured. Und dann kam Buddha und besuchte seinen Vetter an einem Krankenlager und er sagte zu ihm, es gibt ja meinen Sohn Rahula und dich. Du bist immer sehr feindlich gesinnt und du wirfst Steine nach mir und versuchst mir immer zu schaden, aber ich kann von tiefem Herzen sagen, dass ich keine Vorliebe habe für einen von euch, dass ich euch in gleicher Weise liebe und in gleicher Weise Zuneigung zu euch habe. Möge durch die Kraft und der Wahrheit dieser Aussage, die ich jetzt mache, mögest du dadurch geheilt werden. Und in dem Moment wurde Devadatta geheilt. And Devadatta was cured by this, and his only reaction was to look up at his cousin, who had his hand on his head, and he said, "Get your dirty hand off my head." Und Devadatta wurde wieder gesund, sofort. Und das Einzige, was er aber sagen konnte zu seinem Cousin, der vor ihm stand und die Hand auf sein Haupt gelegt hatte, nimm deine dreckige Hand weg von meinem Kopf. So if the Buddha saw people in terms of categories of those who are mine and close to me, and those who are others and distant, then it would be all right for us to also look at people in that way, but in fact the Buddha never had any favorites. Wäre es nun so gewesen, dass auch der Buddha die anderen, also die Welt gesehen hätte in den Kategorien von, das sind die meinigen, das sind meine Freunde und das sind die anderen, das sind meine Feinde oder die sind entfernt von mir, dann wäre es in Ordnung, wenn wir auch die Welt so sehen würden. Aber da Buddha das nicht getan hatte, so ist es auch für uns nicht richtig, das zu tun. Furthermore, you should consider how selfishness and concern only for yourself are the root of all your troubles, the root of everything that goes wrong. Wir sollten auch daran denken, dass die Selbstsucht und das sich bloße Sorgen um sich selbst die Wurzel allen Übels ist. For instance, if you're very selfish and only concerned about your own welfare, you might work to build up a great fortune. Because of that, then thieves come and want to steal that fortune away from you, and you could be murdered by a thief. What's the root of that? It's because you had such selfish concern that you went out and tried to build up a fortune in the first place. Wenn wir sehr selbstsüchtig sind und anfangen, große Reichtümer anzuhäufen, bis wir einen großen Wohlstand angesammelt haben, dann kann es ja wohl sein, dass Diebe kommen und uns diese Reichtümer wegnehmen oder uns gar ermorden wegen unserer Reichtümer, die wir haben.
Warum werden wir dann ermordet? Was ist die Wurzel all dieser Probleme, die wir haben? Die Wurzel der Probleme ist die Selbstsucht, mit der wir daran gegangen sind, überhaupt erstmal solchen Wohlstand anzuhäufen, der uns dann in Lebensgefahr bringt. If you look at the example of car accidents as well, and people drive so fast and they get into accidents, what's the reason for this? The reason is that they were concerned only with themselves. They only had selfish ideas that they had to reach their destination first and the fastest, and because of that they get into accidents. Oder schauen wir uns Leute an, die Autounfälle haben, die Probleme haben mit Autozusammenstößen. Sie fahren sehr schnell. Woran liegt es? Sie fahren sehr schnell, weil sie die selbstsüchtige Motivation haben, als Erste am Ziel zu sein, ganz schnell am Ziel zu sein. Und das bringt sie dann dazu, so schnell zu fahren, dass sie Autounfälle machen. And when you are on a very slippery place, which is muddy and wet, and you're going very quickly because you want to get to where you're going, and you fall down and break a leg and go to the hospital, what is the cause for your accident? Again, it was your selfish concern. You were so caught up in trying to get your own way and to get there the fastest that you fell down. Oder wenn wir an einem Ort sind, wo es sehr schlüpfrig und sehr glatt ist und sehr schmutzig und wir wollen sehr schnell dahin gehen, wo wir eben gehen wollen und wir rutschen aus und brechen uns ein Bein und kommen in die Klinik oder ins Krankenhaus. Was ist dann die Ursache dafür, dass wir da landen? Das ist wieder die selbstsüchtige Haltung, dass wir eben ganz schnell dahin kommen wollen, wo wir vorhaben hinzugehen. And likewise, all disharmony and troubles that you have among countries, all of those as well are due to the selfishness of the various parties involved. Und wenn wir uns die Kriege anschauen, die es zwischen verschiedenen Ländern gibt, so ist die Ursache dafür wieder die Selbstsucht der einzelnen darin verwickelten Parteien. And likewise, when people take a great deal of drugs and get very bad drinking habits and are always drinking alcohol, all the problems and difficulties that they experience are likewise due to this selfish concern with which drove them to engage in all these habits. Und wenn wir uns Leute anschauen, die Drogen nehmen oder die sehr stark anfangen, Alkohol zu trinken, woraus dann viele Probleme entstehen, so entstehen die Probleme auch nur wieder aus der Selbstsucht, mit der die Leute sich diesen Drogen zugewandt haben. And likewise, somebody who is selfish and only thinks about themselves, what is the reaction that everybody has towards that person? Nobody likes that person. Nobody likes somebody who's selfish. Und wenn wir uns einen Menschen anschauen, der sehr selbstsüchtig ist, wie reagiert die Umwelt darauf? Niemand kann diese Person leiden, niemand mag diese Person, weil sie eben so selbstsüchtig ist. So in this way, you should think about all the disadvantages that there are from being selfish. In der Art und Weise sollten wir über die Nachteile nachdenken, die aus der Selbstsucht entstehen. And if you don't get rid of your selfishness, it's like having a terrible disease inside of you. Und wenn wir diese Selbstsucht nicht loswerden, so ist es das Gleiche, als wenn wir eine sehr schwere Krankheit in uns hätten. On the other hand, everything good that happens to us is all the result of our concern for others. Auf der anderen Seite entsteht alles Gute, was uns geschieht, aus unserer Sorge um andere. If we are always working for others, are always concerned for others, then everybody will like us and everybody will always want to be with us. Und wenn wir uns immer um andere sorgen und anderen Gutes zutun,
Gutes tun, so werden alle Leute uns gerne mögen und uns lieb haben. 밑에 희손주네 관계 평부된 아까도 야부지에서는 몸을 내는 계획이었어. And if such a person dies, then everybody feels very sad, they feel a great loss, and everyone will pray for that person. Und wenn eine solche Person stirbt, dann werden alle diesen Verlust sehr schmerzlich beklagen und werden für diese Person beten. 현재부터 현을 야부지한테 내가 람고인 친구가 내가 가르쳤네 벤두요야 근데 람고 친구가. And furthermore, those who are always concerned with others, they will always be successful in their undertakings and in their work. Und die Leute, die sich um andere sorgen und um andere kümmern, die werden immer Erfolg haben in dem, was sie tun. 현재부터는 전부 남규배 아니 현 전부 초에 미다 아자자 전부 초에랑 가보지. And if you are always concerned with others and helpful towards others, not only will human beings like you, but also you'll find that all the animals will like you too. Und wenn wir uns immer um andere sorgen und an das Wohlergehen anderer im Sinne haben, dann werden uns nicht nur die anderen Menschen lieben und gerne mögen, sondern auch die Tiere. 산계에는 탐제는 기본 탐제 발표 탐제 세연된 탐제 If you consider the accomplishment of the Buddha is someone who was able to overcome all his mental obscurations, overcome all his problems, all his obstacles and shortcomings. He was someone who was able to gain every possible good quality that anybody could gain. He realized his greatest, the fullest potential, and the reason why he was able to do all of this was because he gave up all his selfish concern for himself and thought only of others. Und wenn wir uns dann anschauen, wie es dem Buddha möglich war, alle diese Vollkommenheiten zu erlangen, die er erlangt hat, alle Hindernisse, Verdunkelungen, Probleme zu überwinden, alle Negativitäten zu überwinden, sich zu seinem vollsten Potenzial zu entfalten, so war es ihm dadurch möglich, dass er diese selbstsüchtigen Tendenzen aufgab und sich um andere sorgte, um andere kümmerte. And when you are always thinking of benefiting others and your concern is always with others, then others will be happy with you that you're working for them, and they won't feel unhappy that you don't care about them. Und wenn wir uns um andere sorgen und das Wohlergehen anderer in unserem Sinn haben, dann werden uns die anderen gerne mögen und sie werden uns gerne mögen und werden keine Abneigung haben, weil wir uns nicht um sie kümmern. But if you sit and always are thinking only about yourself and only for things to work out well for yourself, then when things go well for somebody else, it makes you unhappy. Wenn wir uns aber immer nur um unsere eigenen Angelegenheiten kümmern und nur unser eigenes Wohlergehen im Auge haben und dann jemand anderes etwas Gutes widerfährt, dann macht uns das Probleme und ärgert uns. So up until now, what we've been doing is just ignoring everybody else and working only for our own sake. And what we need to do is change our attitude, just exchange our attitude with respect to these two things. And instead of ignoring others, now we should ignore ourselves. And instead of just cherishing ourselves, we should cherish others. So this is what it actually means to change your attitude or exchange your attitude concerning self and others. Was heißt es nun, unsere Haltung bezüglich selbst und anderen zu verändern oder auszutauschen? Es heißt, diese übliche Haltung, die wir bis zum heutigen Tage eben an den Tag gelegt haben,
und dass wir uns um uns selbst gekümmert haben und andere links liegen gelassen haben, dass wir das austauschen sollen, dass wir uns selbst links liegen lassen sollen und uns um andere sorgen sollen. Das nennt man den Austausch von selbst und anderen, oder das nennt man die Veränderung der Haltung bezüglich selbst und anderen. Exchanging self with others doesn't mean that now I'm you and you're me. It's not that type of a simple-minded matter. Austausch von selbst und anderen heißt nur nicht, dass ich du bin und du ich bin. Du ich bist. And unless you exchange your attitudes concerning self and others, there's no way that you can actually achieve the enlightened state of a Buddha. Wenn wir nicht anfangen, selbst und andere auszutauschen, diese Haltung zu verändern, gibt es überhaupt keine Chance, Erleuchtung oder Buddhaschaft zu erlangen. So if you build up these thoughts as beneficial habits of your mind, if you meditate upon them, then on that basis you'll be able to develop compassion without difficulty. Wenn wir diese Gedanken zu unserer eigenen Gewohnheit machen, wenn wir diese nützliche oder sinnvolle Gewohnheit in uns erwecken, das heißt darüber meditieren, dann wird es uns möglich sein, auch diese Haltungen zu entwickeln. Furthermore, you should consider how no one has been kinder to us than all other beings with limited minds. Wir sollten auch daran denken, dass niemand netter zu uns war als all diese Wesen mit ihrem beschränkten Geist. You should consider, for instance, how in some countries people like to eat honey, and where does this honey come from? How is it made? It's due to the work of these tiny little bees. They have to build houses, they have to go out and collect the pollen from the flowers. They make the honey, and all of this is exploited, and we use all of this for ourselves. And the fact that we're able as human beings to have honey is due to all the hard work of the bees. They do all the work and we enjoy it, so they're very kind to us. Es gibt manche Länder, wo die Menschen gerne Honig essen, und wenn wir uns überlegen, woher kommt dieser Honig, den die Menschen gerne essen, so kommt er von diesen ganz kleinen Geschöpfen, diesen Bienen, die bauen Häuser und sie gehen raus und die besuchen die Blumen und sie machen Honig, und wir Menschen nutzen das aus und essen eben Honig, gewinnen Honig daraus, und wir können eben nur Honig essen, weil diese kleinen Wesen ganz viel Arbeit investieren. Und so ist es dank der Güte dieser kleinen Bienen, dass wir überhaupt Honig haben und Honig genießen können. And likewise, you should think about where your milk and meat come from. They all come from the kindness of limited beings, beings with very limited minds. Und wir sollten uns fragen, woher kommt unsere Milch, woher kommt unser Fleisch? Nur durch die Güte dieser beschränkten Wesen können wir diese beiden Dinge genießen. So thinking in this way about the kindness of others, we should feel gratitude and feel that we should try to repay that kindness, and we can repay that kindness through spiritual practice. Und wir sollten uns so, wenn wir uns so über die Güte der anderen Wesen freuen, dann sollten wir in uns den Wunsch entwickeln, diese Güte ihnen zu vergelten. Und wie können wir diese Güte vergelten? Dadurch, dass wir eine spirituelle Praxis üben. And if you think about all the kindness of others,
then you'll develop an attitude of cherishing others. Just as when you have something very precious, you cherish it and take very good care of it. Likewise, you'll develop the attitude towards others with which you cherish them, wish to take care of them, and you would feel very sad if anything ever went wrong with them. Wenn wir so über die Güte der Wesen nachdenken, dann entwickeln wir in uns eine Haltung, mit der wir andere Wesen schätzen. Genauso wie wir einen kostbaren Gegenstand, den wir haben, sehr schätzen. Durch das Nachdenken über die Güte aller Wesen entwickeln wir diese Haltung, dass wir sie schätzen und dass uns ihr Wohlergehen am Herzen liegt. And all of this depends on developing an equal attitude towards others. When you can equalize your attitude towards everyone, have no favorites, then you'll be able to really develop sincere love and compassion for everyone. Und all dies hängt davon ab, dass wir eine Haltung der Gleichheit gegenüber allen Wesen entwickeln, denn nur auf der Grundlage dieser Haltung der Gleichheit können wir Liebe und Mitgefühl entwickeln. To actually develop compassion, you should think, for instance, about the various ways in which poor animals are slaughtered. For instance, in some countries where they slaughter cows and buffaloes, the way they do it is they take a hammer and they smash the poor animal on its head, sometimes more than 13 times, and still the animal doesn't die. Wir sollten Mitgefühl entwickeln, indem wir über die vielen Leiden der Tiere, der Wesen nachdenken, zum Beispiel über die Leiden der Tiere. Es gibt Länder, in denen zum Beispiel Kühe und Büffel geschlachtet werden, und zwar in der Weise, dass man ihnen mit einem Hammer auf den Kopf schlägt, und manchmal machen sie das 13 Mal und das Tier lebt immer noch. And likewise, in some places, the way that they slaughter large turtles or tortoises is they just go up to it and they cut off slices of its meat while it's still alive and just kill it very slowly in this manner. Es gibt Länder, in denen man Schildkröten auf die folgende grausame Weise schlachtet, indem man ihnen Scheiben von Fleisch abschneidet, während sie noch am Leben sind. Auf diese grausame Art werden Schildkröten getötet in manchen Ländern. And you should think about how you yourself have built up the negative potentials to be born as an animal and experience exactly the same thing. And you should think about what it would feel like if you yourself were to have these horrible things happen to you. Und wir sollten daran denken, dass auch wir die Potenziale angehäuft haben, als Tier wiedergeboren zu werden, und dann würden selbst wir in die Lage kommen, solche ungeheuren Leiden zu erfahren. And the next thing you should think about is how your own mother of this lifetime likewise has built up the negative potentials to be reborn as an animal and have something like this happen to her. And what would you do if you saw this being done to your mother? What would you feel like? Und dann sollten wir darüber nachdenken, dass auch die Mutter, die wir in diesem Leben haben, auch ein negatives Potenzial aufgebaut hat, als Tier wiedergeboren zu werden. Und dann würden diese ganzen Schmerzen und diese ganzen Leiden unserer eigenen Mutter zugefügt. Und wir sollten überlegen, was das bedeutet. Then think of the same thing happening to your father. Und dann sollten wir an das Gleiche denken, das unserem Vater zugefügt werden könnte. Then think about this happening to each of your friends. Und dann sollten wir daran denken, wie all das unseren Freunden zustoßen könnte. Then go on to think about this happening to your enemies. Und dann sollten wir darüber nachdenken, dass das unseren Feinden zustoßen würde. Then think of it just in terms of all living creatures in general. Und dann sollten wir daran denken, dass das allen lebenden Geschöpfen im Allgemeinen zustoßen könnte.
If you think in this way, through this process, then you will develop a very sincere state of compassion with which you wish everybody to be free from all suffering and problems. Denken wir in der Weise, dann entsteht in uns das wirklich aufrichtige Gefühl von Mitgefühl gegenüber allen Wesen und wir entwickeln den starken Wunsch, dass alle frei sein mögen von Leid. If you can truly and sincerely develop this great state of compassion, then the state of becoming a Buddha is not very far away, because this is an extremely important and very great attitude to develop. Und wenn wir dahin gelangen, diese großartige Haltung von Mitgefühl zu entwickeln, dann ist der Zustand der Buddhaschaft nicht mehr weit weg, weil diese Haltung des Mitgefühls eine sehr hohe Eigenschaft ist. So we'll end the lecture for this evening, and now I invite questions. Damit endet der Vortrag für heute Abend und ich bitte um Fragen.